Heute gibt es einen der Klassiker in den Alpen, die Großglockner Hochalpenstraße. Und zwar aus Richtung Zell am See in Fahrtrichtung Kärnten. Kommt mal mit. Unser Start mit dem Porsche 911 Carrera S ist hinter der Mautstelle bei Fusch an der Großglockner Straße. Das ist so ein kleines bisschen südlich von Zell am See in Österreich. Geht erstmal ganz entspannt los, aber geht doch ziemlich bergauf hier schon. Hier sieht man auch öfter mal Erlkönige, wenn irgendwelche Autohersteller Autos testen für Bergfahrt. Das machen die hier. Schon häufiger gesehen. Hier seht ihr nochmal den kompletten Verlauf der Strecke. Insgesamt ist die Großglockner Hochalpenstraße 48 Kilometer lang und führt euch auf über 2500 Meter Höhe. Kehre 1. Kommen noch ein paar. Ich glaube 25 waren es. Außer ihr fahrt über die Französishöhe. Die hat nochmal eine Extrazählung. Da kommen nochmal ein paar Kehren. 36 Kehren sind das dann insgesamt. Am besten könnt ihr die Strecke genießen, wenn ihr abends unterwegs seid. Dann ist nicht mehr ganz so viel los. Oder natürlich ganz früh morgens. Aber vorher solltet ihr auf jeden Fall mal einen Blick auf die aktuellen Öffnungszeiten werfen. Denn nachts ist die Großglockner Hochalpenstraße für den Verkehr gesperrt. Und auch an den Mautstellen ist abends irgendwann Feierabend. Dann bleiben die Schranken unten. Und klar, das Ganze geht natürlich nur im Sommer. Im Winter ist am Großglockner auch Wintersperre, so wie bei vielen Alpenpässen. Es gibt hier übrigens so praktische Fotoautomaten, wenn ihr mal ein nettes Passbild haben wollt oder euch in der Vorbeifahrt rasant sehen wollt. Ihr werdet hier automatisch überall fotografiert an einigen Stellen und da gibt es dann Post nach Hause. Radarfallen. Ich glaube, es sind bestimmt 15 Stück oder so. Also einige auch sehr neu. Ich glaube, da kommen noch welche dazu. Es sind auch immer einige Motorräder unterwegs. Und einige mit dem Rennrad. Sieht man auch häufig. Ja nicht so viel Spaß, mich hier hochzuquellen. Runterfahren wäre super. Das würde ich auch machen. Die Straße ist auch weitgehend ganz gut ausgebaut. Also es ist eigentlich immer zweispurig, auch ausreichend breit, sodass man da mit dem Gegenverkehr sich nicht ins Gehege kommt. Aber trotzdem muss man natürlich aufpassen. Gerade so Motorradfahrer unterschätzen manchmal, glaube ich, die Kurven und kommen da schon mal ziemlich weit in den Gegenverkehr, ragen ziemlich weit rein. Aber Straßenbelag ist auf jeden Fall gut. Das ist schöner glatter Asphalt, außer hoch zur Edelweißspitze. Da ist Kopfsteinpflaster. Sehen wir gleich noch. Also der Blick so in den Schnee ist echt Wahnsinn. Das sind die Reste aus dem Winter und wir haben jetzt Mitte Juni und es hat vor 2 Tagen noch geschneit.
Vor 2 Tagen war hier oben auf der Straße, auf der wir jetzt fahren, Schnee und Winterausrüstung vorgeschrieben. Wir haben doch echt mal kurz überlegt, ob wir überhaupt hier hochfahren können. Ob das nicht spannend wird. Aber ihr seht das Wetter. Oh, Murmeltier. Hallo Murmeltier. Ja, Wildwechsel. Ist normal hier. Gerade so, wenn ihr abends unterwegs seid, da habe ich schon häufiger hier Murmeltiere gesehen. Die kommen dann auch relativ nah an die Straße ran. Sind an sich sehr neugierig. Aber fahren sie nicht platt. Da sieht man schon das Fuschertürl. Und am Fuschertürl ist dann auch gleich der Abzweig zur Edelweißspitze. Das ist der höchste Punkt heute auf unserer Strecke. Ist sogar noch ein bisschen höher als die eigentliche Passhöhe. Unterwegs kommt ihr immer wieder an Ausstellungen vorbei. Da könnt ihr euch zum Beispiel angucken, wie die Straße damals in den 20er und 30er Jahren des letzten Jahrhunderts gebaut wurde. Und am Straßenrand könnt ihr euch auch die Schneefräsen angucken, mit denen die Straße seit Jahrzehnten, seit den 50er Jahren jedes Jahr im Frühjahr geräumt wird. Eine Mischung aus Fräse und Schneepflug, konstruiert von Franz Wallach. Das ist der Mann, der die Großglockner Hochalpenstraße auch geplant und erbaut hat. Vor uns ist quasi direkt die Edelweißspitze, nur halt so ein paar 100 Meter weiter oben. Das ist schon der Wahnsinn. Teilweise liegt der Schnee hier durch Verwehungen und Lawinen 20 Meter dick auf der Straße. Und jedes Jahr im April, Mai wird die dann komplett freigegraben mit 4 dieser über 60 Jahre alten Rotationspflüge System Wallach, die also extra hier für die Großglockner Hochalpenstraße konstruiert worden sind. So, guckt euch das an. Ist das nicht super? Also wenn euch das hier gefällt, kann ich euch nur empfehlen, abonniert auf jeden Fall den Kanal. Wir haben noch mehr von dem Zeug. So, da kommt der Abzweig zur Edelweißspitze. Fahren wir jetzt hoch, Panoramaweg. Falls ihr mit dem Wohnmobil hier hoch wollt, geht nicht. Also, ich glaube, ein kleines Wohnmobil geht schon. So, da fahrt ihr hier am Restaurant Fuschertürl, das seht ihr da oben. Fahrt ihr vorbei. Ne, Wohnmobil geht nicht. Gesperrt. Busse auch nicht. So, der Dämpfer ein bisschen weich hier. Und dann lassen wir uns mal ordentlich durchschütteln. Härtetest für die Saugnäpfe. Hält alles? Sieht gut aus. Das ist schon eher schmal hier hoch.
toll befestigt an der Seite. Aber lohnt sich. So, kein Gegenverkehr, das ist schon mal schön. Hier war auch nicht mal eine Geschwindigkeitsbegrenzung. Ich glaube, das ist eine der wenigen Passagen auf der Großglockner Hochalpenstraße, wo das auch überhaupt nicht nötig ist, weil alle entspannt hier hochfahren. Also entspannt im Sinne von langsam. Entspannt, ja, weiß man natürlich nicht. Boah, mit dem Fahrrad hier hoch. Der weiß heute Abend auch, was er getan hat. Und wir fahren in den Himmel. Oh. Bitteschön, Schafe haben Vorrang. Oder auch nicht. Danke. Der höchste Punkt auf unserer Strecke mit dem Porsche 911 über die Großglockner Hochalpenstraße, die Edelweißspitze. 2571 Meter hoch. Hier solltet ihr natürlich auf jeden Fall anhalten und aussteigen, denn die Aussicht hier auf fast 2600 Metern Höhe ist einfach gigantisch. Und jetzt geht's weiter, erstmal runter von der Edelweißspitze und dann zur eigentlichen Passhöhe auf diesem Alpenpass in Österreich auf der Strecke vom Bundesland Salzburg in Richtung Kärnten. Die hatten einen Skiträger oben auf dem Dach. Das ist auch so eine krasse Stelle hier, ne? Du guckst da runter und du siehst einfach nur noch Abhang und halt dieses kleine gepflasterte Schleifchen hier. Also Edelweißspitze müsst ihr machen, unbedingt.
Und hier geht's jetzt zurück auf die eigentliche Strecke, also da, wo wir eben Richtung Edelweißspitze abgebogen sind. Das ist einfach eine der besten Stellen hier. Das denken sich wahrscheinlich auch viele, die hier mit dem Rennrad hochfahren, weil hier ist dann Ziel. Das kleine Häuschen an der Seite hier am Fuschertürl ist übrigens das Holzmeisterdenkmal. Das ist eine Gedenkstätte, die an die Arbeiter erinnert, die beim Bau der Großglockner Hochalpenstraße ums Leben gekommen sind. So, da vorne links oben sieht man nochmal die Edelweißspitze und jetzt geht es erstmal ein Stück bergab zur Fuscher Lacke, einem kleinen Bergsee, bevor wir dann zur eigentlichen Passhöhe kommen. Da unten sieht man schon die Fuscher Lacke, auch Teil des Nationalparks Hohe Tauern. Und direkt auf der anderen Straßenseite ist eine Berghütte, früher bekannt als Mankei-Wirt. Mankei, so werden Murmeltiere hier genannt. Und inzwischen hat Ferdinand Porsche die Hütte übernommen und modernisiert. Das lohnt sich auf jeden Fall, da mal anzuhalten. Da kriegt ihr meistens interessante Sportwagen zu sehen, entweder draußen auf dem Parkplatz, aber auch drinnen in der gläsernen Garage. Da steht meistens irgendein ganz besonderes Schätzchen von Ferdi Porsche. So, hier geht's vorbei bei Ferdi Porsche mit dem FAT Mankei. Diese Räumgeräte sind auch der Wahnsinn. Ohne die wäre die Straße jetzt noch nicht offen. Da fahren wir auf den Mittertörl-Tunnel zu, auf etwas über 2300 Metern Höhe, ist aber übrigens immer noch nicht die Passhöhe. Das ist Wahnsinn, man sieht echt nichts, wenn man hier reinfährt erstmal. Ist noch ziemlich gelb. Das ist wahrscheinlich noch der Sahara-Sand, der da zwischendurch mal runtergekommen ist im Winter. Da gab es mal so eine Sahara-Staubwolke. Hier wieder eindrucksvolle Schneewände. Ich
bin immer beeindruckt, dass sie die Straße im Sommer überhaupt wiederfinden. So, willkommen in der Winterlandschaft, mitten im Sommer. Das ist die Grenze nach Kärnten, mitten im Tunnel. So, das Hochtor, 2504 Meter, die Passhöhe der Großglockner Hochalpenstraße. Die Kamera ist übrigens noch da. Das ist immer beruhigend. Nach so Schlaglöchern gucke ich dann doch schon mal immer in den Rückspiegel, ob die Kamera noch lebt. Und der Schnee, der so schön weiß ist und der nicht gelb ist, der ist gerade vor 2-3 Tagen gefallen. Ja, im Juni. Und von hier an geht's jetzt in Serpentinen runter ins Tal Richtung Heiligenblut in Kärnten. Vorher solltet ihr unbedingt noch einen Abstecher zur Kaiser-Franz-Josefs-Höhe machen. Da ist das Besucherzentrum der Großglockner Hochalpenstraße. Und da habt ihr dann auch Blick direkt auf die Pasterze, auf den größten Gletscher Österreichs. Die Fahrt darauf und die Strecke in umgekehrter Richtung, also von Süden nach Norden, gibt's in Teil 2. Da nehmen wir euch mit hoch. Am besten abonniert ihr den Kanal, dann kriegt ihr eine Info, sobald Teil 2 online ist.